Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier heute mit Alex Böhmer und wir sind bei Otto Bock in Duderstadt. Ich bin Julius, arbeite selbst bei Otto Bock im Bereich Pro tätig und ich freue mich heute mit Alex zu sprechen, der bei den Paralympics in Tokio gewesen ist und dort auch hinter die Kulissen gucken konnte. Alex, schön, dass du da bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich freue mich auch, danke. Für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die meisten kennen dich ja vielleicht aus dem Social-Media-Bereich, du bist ja jetzt nicht unbekannt, aber vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir verlieren und dich vorstellen. Ja, ich bin Alex, ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von Köln. Ich arbeite eigentlich als Flugbegleiter bei einer großen deutschen Airline, habe aber 2018 die Diagnose Knochenkrebs bekommen und im Jahr darauf dann mein rechtes Bein verloren und bin seit August oder September 2019 mit einer Otto Bock Prothese versorgt und ja, durfte für euch nach Tokio fliegen zu den Paralympics. Genau, und ich glaube, das war ja ziemlich spannend. Für dich ist ja Reisen kein unbekanntes Thema. Du bist selber Flugbegleiter. Jetzt nach der Amputation bist du nicht mehr aktiv im Dienst, zumindest momentan. Aber grundsätzlich ist das Thema Reisen ja für dich etwas ganz Besonderes, oder? Es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, aber das Reisen mit Prothese ist nochmal ganz anders als das Reisen mit zwei angeborenen Beinen sozusagen, weil es eben schon ein bisschen andere Vorbereitung erfordert. Wenn ich früher nur schnell meinen Koffer packen musste, muss ich jetzt eben schon überlegen, okay, wie lange bin ich unterwegs, brauche ich vielleicht ein Ladekabel oder so für die Prothese oder kann ich ohne fahren. Ich bin jetzt zum Beispiel ja 2 Tage hier und bin ohne Ladekabel gekommen, weil ich glaube, dass wir das schaffen. Aber es ist schon auch ein bisschen anders. Ja, glaube ich. Und du warst ja dann Teil des Teams Otto Bock sozusagen. War das überraschend? Wie kam das? Also wann hast du erfahren, dass du nach Tokio fliegst? Im Mai. Das heißt, du hattest noch ein bisschen Vorbereitungszeit, hattest genug Zeit, deine Koffer zu packen. Ja. Ich glaube, im Corona-Jahr oder in der Corona-Zeit war es ja auch nicht ganz einfach mit der Vorbereitung. Vielleicht lässt du unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mal teilhaben. Was waren so die Herausforderungen? Ja, das ging eigentlich schon 14 Tage vorher los mit den Vorbereitungen oder mit der Dokumentation vom Gesundheitszustand. Man musste sich Fieber messen, das aufschreiben und sehr viele Corona-Tests machen vom Abflug. Es war aber eigentlich in Ordnung. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut und es ist ja auch eine Ehre gewesen, dass ich hinfliegen durfte und da habe ich das quasi gerne in Kauf genommen. Aber im Gegensatz zum Reisen früher, vor Corona, war es schon sehr aufwendig. Und auch die Einreise in Japan war total langwierig und anstrengend. Aber es hat ja geklappt, ich durfte rein und ich durfte auch wieder raus. Ja, ich wollte gerade fragen, also es hat dich keiner abgewiesen, sondern du hast es dann geschafft. Und der Flug war ja für dich besonders. Du bist ja mit der Lufthansa, glaube ich, geflogen, die ja auch offizieller Partner, glaube ich, der Paralympics sind. Wie war das so? Du warst, glaube ich, bei der Verabschiedung der Athletin auch vorher noch dabei. Also das war super spannend, weil ich von Lufthansa eingeladen wurde, die Verabschiedung der Paralympioniken sozusagen mitzuerleben. Und das war für mich das erste Mal am Frankfurter Flughafen seit 3 Jahren und auch das erste Mal durch eine Sicherheitskontrolle gehen seit 3 Jahren, auch das erste Mal Sicherheitskontrolle mit Prothese. Und dort habe ich dann einen Großteil der Sportler dann auch das erste Mal quasi live gesehen und in echt gesehen und sehr viele Hilfsmittel, Prothesen, Rollstühle und so weiter auf einen Haufen. Und da habe ich aber schon gemerkt, okay, die Stimmung ist angespannt. Alle haben sich, glaube ich, sehr gefreut, dass das Ganze stattfindet. Aber du hast auch gemerkt, okay, das ist eine Sportveranstaltung und hier konntest den Ehrgeiz in der Luft quasi riechen und einige waren auch wirklich angespannt vor den Wettkämpfen oder ja, vor den anstehenden Wettkämpfen. Aber es war eine sehr coole Erfahrung. Ja, das glaube ich. Apropos Sicherheitskontrolle, du hast es eben schon angesprochen, du hast ja, ich verfolge ja auch deinen Instagram-Kanal natürlich, hast du ja während der Reise auch viel über das Thema Sicherheitskontrolle berichtet, weil das viele Prothesenträger und Trägerinnen interessiert. Wie läuft diese Sicherheitskontrolle ab? Also alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben auf Instagram, vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Eindrücke schildern, weil es ja für einen Prothesenträger dann doch wie dich dann doch speziell oder besonders ist. Ja, es war ja auch das erste Mal und ich war auch wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, okay, vielleicht muss ich die Prothese ausziehen oder so und dann stehst du da ohne Bein. Aber am Ende war es eigentlich total in Ordnung. Man geht ja rein und ich musste erstmal meine Koffer und so aufs Band legen. Das hat schon lange gedauert, weil ich die ganzen Elektrosachen dabei hatte, Laptop und so. Das muss ja alles immer rausräumen. War das erfolgreich?
Weil bei mir piept es dann trotzdem immer, auch wenn ich alles rauslege. Ich habe trotzdem auch gepiepst, ja. Ja, klar, wie immer. Und ich musste noch eine Creme wegschmeißen, die ich noch im Koffer vergessen habe. Das war auch doof. Aber sonst waren die Leute super lieb. Ich habe ja auch eine kurze Hose getragen, beziehungsweise die Seite hochgekrempelt. Das heißt, die haben auch direkt gesehen, was Sache ist. Die Koffer wurden normal durchleuchtet und ich sollte mich dann in diesen Scanner stellen. Ich habe dann auch gefragt, ob das überhaupt geht mit der Prothese oder ob das irgendwie ja, vielleicht nicht harmoniert. Aber sie haben gesagt, das wäre kein Thema. Da habe ich mich reingestellt und dann wurde ich nochmal abgetastet und abgestrichen quasi und dann durfte ich weiter. Ja. Also du hattest auch das Gefühl, dass die schon mal mit einer Prothese oder das war jetzt kein unbekanntes Thema für Sie? Ja, ich hatte auch das, also ich meine, ich habe ja auch die Prothese sichtbar getragen. Ich glaube, das hat das auch einfach irgendwie leichter gemacht, weil ich das nicht irgendwie komisch ansprechen musste oder nachfragen musste, sondern die haben direkt gesehen, was Sache ist und mir auch das Gefühl gegeben, dass sie wissen, was sie tun. Ja. Ja. Bevor wir jetzt allgemein auf die Paralympics dann wirklich eingehen, du kennst ja auch Heinrich Popov oder du bist ja auch, sag ich mal, mit Heinrich Popov befreundet, der selber Paralympionik war, sehr erfolgreich und auch eine lange aktive Phase hatte, viele Paralympics miterlebt hat. Ihr habt euch ja vorher, glaube ich, dazu ausgetauscht, hast du zumindest mal im Vorgespräch erwähnt, dass ihr schon mal über die Paralympics in der Vergangenheit, zum Beispiel in Rio de Janeiro und so weiter gesprochen habt. Hat sich das so gedeckt mit dem, was er berichtet hat und was du dann wirklich vor Ort selber erlebt hast? Oder hat es dich trotzdem komplett überwältigt und du warst eigentlich eher unvorbereitet? Also er hat mir ja schon erzählt, was auf mich zukommen wird oder was eben auf einen zukommen kann und wie groß das Ganze ist und so. Aber trotzdem hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass es wirklich, das Paralympische Dorf ist ja schon fast eine Stadt. Und das sind wirklich weite Wege. Wir sind zum Essen 25 Minuten gelaufen, um überhaupt zu dieser Essenshalle zu kommen. Und das hätte ich nicht gedacht. Und gerade auch ich glaube, vielleicht ist es in Japan auch noch mal ein bisschen anders gewesen. Da gab es autonom fahrende Busse zum Beispiel im Olympischen Dorf. Du bist einfach in einen Bus gestiegen, der ohne Fahrer fährt und so. Das sind halt Sachen, damit rechnest du nie im Leben. Und auch mit der Masse an Menschen, nicht an Freiwilligen, die dort mithelfen und auch an Sportlern und an den Teams und so, das war schon wirklich beeindruckend. Trotz der Vorwarnung oder von Heinrich, also es war schon groß. Ja, sehr gut. Und deine Rolle in der Werkstatt, also Otto Bock hat ja immer diese Werkstatt vor Ort, um Hilfsmittel, Rollstühle, Prothesen, Orthesen zu reparieren und eben die Sportler und Sportlerinnen so fit wie möglich für den Wettkampf zu machen, zumindest was ihr Hilfsmittel angeht. Deine Rolle, du hattest ja eine offizielle Rolle, war welche? Und vielleicht kannst du noch mal den ZuschauerInnen mitteilen, was du genau gemacht hast vor Ort. Wie sah dein Alltag aus? Ich habe in der Werkstatt für Otto Bock oder in dieser Hauptwerkstatt im Paralympischen Dorf an der Rezeption gearbeitet oder mitgeholfen und habe theoretisch die Sportler begrüßt, wenn sie in die Werkstatt gekommen sind mit irgendwelchen Problemen oder mit Defekten an ihren Hilfsmitteln. Dann habe ich das eingescannt im PC und den Auftrag quasi erstellt und dann an den Techniker vermittelt, der das reparieren kann. Und war da ein Kommen und Gehen oder hattest du auch zwischendrin Zeit, die Füße hochzulegen oder war das eher sehr trubelig, sagen wir mal so? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich glaube, wir waren 8 oder 9 Leute für die Rezeption, aber in 3 Schichten. Und ich habe noch gedacht, das ist doch viel zu viel. Wie viel soll kaputt sein? Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Die ersten Tage vor den Wettkämpfen, bevor es richtig losging, waren so voll. Es war zum Teil so voll, dass man nicht treten konnte, dass man nicht von der Rezeption in die Werkstatt laufen konnte, weil alles voller Rollstühle stand. Es war wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun. Und die erste Woche nach dem offiziellen Beginn war auch noch wirklich einfach viel los. Und dann wurde es immer ein bisschen weniger. Aber auch da, wir waren nie ohne Athleten oder ohne Teilnehmer, die Hilfe brauchten. Es war immer jemand da und es war immer was zu tun. Also es war schon viel los. Apropos, du warst ja auch bei den Venues, also bei den Sportarten vor Ort, teilweise, wenn es ging. Ne? Das war ja, glaube ich, auch relativ restriktiv, dass man da nicht überall hin konnte. Aber wenn du die Chance hattest, dann warst du, glaube ich, beim Rollstuhlbasketball, wenn ich das richtig erinnere. War das beeindruckend? Beim Rugby durfte ich auch mal sein. Also das ist ganz cool gewesen. Das war auch, also das Paralympische Dorf war ja richtig in Tokio drin, mittendrin am Wasser auch und so, also auch wirklich richtig schön gelegen. Und einzelne Sportarten waren eben woanders. Und
die Sportarten, wo es Hilfsmittel braucht, also zum Beispiel Rollstuhltennis oder Basketball oder so, da waren dann eben auch diese kleinen Werkstätten von Otto Bock, wo man dann auch hinfahren durfte, wenn man dort eingeteilt war. Und die waren aber zum Teil wirklich auch weit weg. Also man ist manchmal schon eine Stunde hingefahren mit dem Taxi. Das war dann eigentlich ganz cool, alleine schon die Fahrt dorthin, dann hat man was von der Stadt gesehen, wenn auch nur aus dem Taxi raus. Aber auch die Sportarten vor Ort, also zum Beispiel ein Rollstuhl-Rugby ist wirklich eindrucksvoll zu sehen. Also ich habe auch immer direkt gedacht, Gott, die kommen morgen alle mit ihren Rollstühlen und wollen das für die reparieren, weil die sich hier gegenseitig kaputt rammen. Aber es ist schon echt ein Extremsport. Ja, ja. Ich habe es im Fernsehen gesehen, kann ich nur bestätigen. Also, ja, es ist schon sehr beeindruckend. Ja. Und auch das Badminton war jetzt dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal paralympisch, eine paralympische Disziplin. Und da durfte ich auch dann zugucken, beziehungsweise musste an der Seite dann stehen bei den Technikern. Und es war schon sehr, sehr spannend, wie agil und schnell und sportlich das Ganze irgendwie abläuft, obwohl die Kandidaten, Teilnehmer, Sportler eben im Rollstuhl sitzen. Es ist wirklich viel athletischer, als man sich das vorstellt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Ja. Und du hast ja dann wahrscheinlich etliche neue Leute kennengelernt. Bist du jetzt mit denen noch in Kontakt? Also sowohl wahrscheinlich, ich habe das manchmal von KollegInnen gehört, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt mit Alex verbunden und ich mache mit Alex nächste Woche das und das. Aber wahrscheinlich auch über Otto Bock hinaus hast du wahrscheinlich etliche Leute kennengelernt, oder? Ja, zum Teil habe ich auch noch Kontakt zu SportlerInnen von überall auf der Welt und tatsächlich auch zu Japanern, die im Hotel gearbeitet haben, wo wir untergebracht wurden, die mir ganz oft noch ganz lieb auch schreiben. Es ist schon ein großes Event gewesen und ich glaube, da sind Freundschaften auch entstanden, auf jeden Fall. Und du hast ja eigentlich, ich habe es auch verfolgt, die kompletten Paralympics über und sogar noch die Zeit danach, kommen wir gleich noch zu, bei Instagram berichtet, wirklich super interessant. Also ich habe das immer, jede Story eigentlich geguckt und gesehen, oh, schon wieder irgendwie ein neuer Eindruck. Was kam so für Feedback von du hast ja schon einige Followerinnen, waren da so für Fragen, die aufkamen? Für welche Themen haben Sie sich besonders interessiert? Hast du da Nachrichten bekommen? Also ich glaube, die meisten fanden das Gesamte eigentlich ganz cool und den Misch vielleicht auch. Also ich habe nichts Böses gehört, soll auch so bleiben. Und ja, es ist natürlich die japanische Kultur eine super interessante, die Essenskultur ist super spannend, aber eben auch diese, ja, ich sag mal, Behind-the-Scenes-Einblicke, was passiert in so einer Werkstatt und wie wird jetzt vielleicht genau die und die Versorgung repariert. Das sind natürlich Sachen, die man so gar nicht mitbekommt, auch nicht, wenn man sich für die Paralympics interessiert und auch nicht, wenn man das im Fernsehen guckt, weil in die Werkstatt durfte kein Kamerateam zum Beispiel reinkommen. Das war dann schon ganz cool, dass ich da war und was filmen konnte und auch durfte und ja, da hat man natürlich was gesehen, was man sonst nirgendwo sieht. Ja, klingt toll. Unsere Otto-Bock-Botschafter Johannes und Leon haben ja auch tolle Erfolge erzielt bei den Paralympics, haben Medaillen gewonnen. Ich war selber mal als Volunteer in Rio de Janeiro damals, das waren aber noch die Olympischen Spiele. Und da habe ich mitbekommen, wie diese Medaillen dann gefeiert werden und was das für eine Freude ist, dann über diese Erfolge. Wie war das da? Auch mit den Corona-Einschränkungen hat man dann irgendwie im stillen Kämmerlein angestoßen oder wie muss man sich das vorstellen? Oder kamen die dann in die Werkstatt auch? Also sie kamen Gott sei Dank in die Werkstatt und haben auch die Medaillen mitgebracht und wir haben uns auch alle sehr gefreut und geklatscht und war natürlich auch mal cool, so eine Medaille zu sehen und anzufassen und wie schwer die auch sind und so. Ja. Aber wir durften ja in dem Maße leider nicht feiern. Ich glaube, wir hätten es alle gerne gemacht, weil wir waren alle sehr stolz. Sogar ich, obwohl ich ja sonst eigentlich nicht so... Mit, ne? Ja, und ich bin eigentlich ja gar nicht so für Sport und es ist wirklich schwer, mich für einen Sport zu begeistern. Aber da muss ich echt sagen, man fiebert schon mit. Ja. Apropos, ist dieser sportliche Geist jetzt auf dich übergegangen? Sagst du jetzt, du willst jetzt auch mehr Sport machen oder aktiver sein? Oder sagst du jetzt zurück aus Tokio und jetzt wieder das ad acta legen, das Sportthema? Also ich glaube, in dem Ausmaß würde ich das nicht wollen und wahrscheinlich auch gar nicht können. Aber ich würde schon gerne laufen. Du hast eben schon gesagt, Tokio eine beeindruckende Stadt, beziehungsweise auch eine große Stadt. Du hattest ja dann, glaube ich, nach den Paralympics noch die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Ich selber war auch, wie gesagt, nie in Japan oder auch nicht in Tokio. Und ist natürlich spannend, auch für, glaube ich, für die Personen, die noch nie dort waren.
Wie ist das so beeindruckend, wie man sich das vorstellt? Es sind ja wirklich Millionen Menschen, eine riesige Stadt. Wie war die Erkundungstour? Mit wem warst du überhaupt unterwegs und was habt ihr so gemacht? Also wir waren ja quasi 14 Tage in Quarantäne, also durften nur im Hotel sein und im Dorf, im Olympischen Dorf an unserer Arbeitsstelle und dort, wo wir quasi eingeteilt wurden, und haben ja auch jeden Tag Tests gemacht und sowas. Das war schon sehr, sehr streng, aber nach 14 Tagen durfte man dann eben auch sich außerhalb bewegen. Und bei mir waren das dann quasi 3,5 Tage. Und dann hatte ich auch einen Tag frei zwischendurch und bin dann mit Kolleginnen aus der Werkstatt in die Stadt gefahren. Und ich war schon mal in Japan, in Osaka, aber es ist ganz anders gewesen als Tokio. Also es war riesengroß, sehr hell, obwohl es eben Nacht war, und laut und impulsiv und krass. Also du kannst es gar nicht beschreiben. Und auch auf den Videos und Fotos kommt es nicht so rüber, wie es ist. Es ist eine Riesenmetropole und es ist eine extreme Energie zu spüren in Japan oder in Tokio. Und wir waren im Manga-Viertel einen Abend. Das war schon verrückt, da die Menschen, die da wirklich sich komplett verkleiden und da rumlaufen und feiern und Spaß haben, das ist schon sehr cool gewesen. Ja. Und du trägst ja deine Prothese sehr selbstbewusst und offen, für jeden sichtbar. Du kennst ja die Reaktion, sage ich mal, in Deutschland, wenn du auf der Straße gehst. Nicht jeder hat jetzt schon mal einen Prothesenträger oder eine Prothesenträgerin gesehen oder weiß auch sofort, sage ich mal, was das ist. Wie waren die Reaktionen im Vergleich zu Deutschland? War das fremd für die Menschen oder waren die neugierig? Also ich hatte den Eindruck, dass die Japaner viel verhaltener reagieren. Also wenn sie interessiert gewesen sind, dann haben sie es nicht gezeigt, sondern mir ins Gesicht geguckt und in die Augen geguckt. Aber Japaner leben ja auch eine ganz andere Höflichkeit als wir bei uns. Aber gerade in dem Manga-Viertel zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass viele Leute das schon cool fanden. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen was anderes vielleicht, in diesem Viertel speziell. Und um das paralympische Dorf herum war ich nichts Besonderes sozusagen. In der Masse geht immer ja unter. Aber ansonsten hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die Japaner da sehr offen sind, also sehr fein damit und das gar nicht so zum Thema machen. Ja. Ja, toll. Vielen Dank für die Eindrücke. Ja, super gerne. Und wenn ihr Fragen habt, ich weiß nicht, vielleicht Fragen, du hast ja im Vorfeld in deiner Instagram-Story deine FollowerInnen aufgerufen, Fragen zu stellen. Gab es da irgendwelche Fragen, die wir jetzt vielleicht nicht, wo wir nicht drauf eingegangen sind, die wir jetzt nochmal thematisieren? Ich glaube, das meiste war dabei, aber wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und dann schauen wir da mal drüber. Cool. Ja. Vielen Dank. Super gerne, danke auch.